Neues Video. Heute geht es nochmal um mein Trainingslager in St. Moritz, den Wettkampf in Heidelberg, den ich gemacht habe, und noch ein paar Worte dazu, was ich hier in Finnland genau mache. In meinem letzten Video habe ich euch gesagt, dass es in die Berge geht nach St. Moritz. Wir waren dort 3 Wochen lang und haben mit perfekten Bedingungen richtig gut trainieren können. Für mich war es eigentlich so mit der ernste Wiedereinstieg nach meiner Verletzung. Das erste Mal, dass ich auch wieder Intensitäten trainieren konnte und mich als wirkliche Triathletin gefühlt habe. Wir haben die 3 Wochen eigentlich jede Woche so eine ähnliche Struktur gehabt. Ich habe immer eine ganz lange Tour gemacht, diesmal sogar mit dem Zeitfahrrad über die Pässe, war richtig cooles Training. Dann erstmals eben auch wieder Intensitäten mit aufgenommen beim Laufen. Vor allem so richtig kurze, schnelle Sachen auf der Bahn, eigentlich genauso wie mein letztes Video mit der VO2-Session. Dann natürlich die tolle Kulisse genutzt, um an den Seen entlang zu laufen, ein paar Tempowechsel, und jede Woche habe ich auch einen Berglauf gemacht. Das heißt, ich bin meistens den Julia-Pass nach oben gelaufen, wurde oben wieder eingesammelt, und das war auch eine richtig coole Session, die auf jeden Fall Kraft gibt. Und beim Rad, wie gesagt, die lange Einheit, dann auch immer so ein Wechsel aus Rennrad und Zeitfahrrad. Zeitfahrrad natürlich, weil ich hier in Finnland vor allem die 180 jetzt damit fahren muss. Und in den Bergen ist es natürlich aber auch schön, mit dem Rennrad unterwegs zu sein, und gerade auch so ein paar richtig harte Intensitäten fahren sich einfach auf dem Rennrad besser. Beim Schwimmen habe ich einen Mix gehabt aus vielen Pooleinheiten in dem schönen Oberwerva, eines der schönsten Schwimmbäder überhaupt, und auch ein paar eher frischen Open Water Sessions. Da bin ich in den Starzer See gegangen. Jeder, der da schon mal war, weiß, wie geil die Bergkulisse ist. Da schwimmt sich wirklich richtig schön, und hat mich, glaube ich, auch ganz gut jetzt auf das kalte Wasser hier in Finnland vorbereitet. Generell gingen die 3 Wochen wie im Flug vorbei. Ich konnte richtig gut arbeiten, fühlte mich mit jeder Woche eigentlich stärker. Und habe mir dann spontan überlegt, nach unserer Rückkehr quasi noch so einen letzten Trainingsreiz oben drauf zu setzen, indem ich spontan mich beim Heidelberg-Man, meinem Heimrennen zu Hause sozusagen, angemeldet habe. Ich würde sagen, es ist eines der härtesten olympischen Distanzen, die es zumindest in Deutschland gibt. Schwimmen ist im Neckar, dann geht es auf eine super bergige Radrunde, zweimal den Königstuhl hoch, und am Abschluss darf man noch 10 Kilometer laufen, wovon es auch 5 Kilometer mal berghoch geht. Ich hatte ziemlich müde Beine, wie gesagt, es war der Abschluss vom Trainingslager, aber trotzdem konnte ich einiges aus mir rausholen, und das Ganze war echt nochmal richtig cool, einfach um ein bisschen Wettkampfluft zu schnuppern. Es war mein erstes Rennen in diesem Jahr. Ich habe es als gute Trainingssessions nochmal genutzt, konnte gewinnen, war ein geiles Rennen wie immer. Ich war viele Jahre nicht am Start, und das war einfach mal cool, wieder zu Hause das Rennen zu machen. Es waren erstaunlich viele Zuschauer an der Strecke, und das hat einfach so viel Lust darauf gemacht, jetzt endlich in die Rennsaison einzusteigen. Und da kommen wir dann auch schon nach Finnland, wo ich jetzt aktuell angekommen bin. Ich starte hier bei den Ironman-Europameisterschaften. Nicht wundern, die sind normal in Frankfurt, aber dieses Jahr hat Ironman beschlossen, dass die Frauen ihr eigenes Rennen bekommen, und das wurde hier nach Finnland verlegt. Wir sind jetzt hier im wunderschönen Tako. Ich bin gut angekommen, habe die meisten Teile der Strecke schon ausgecheckt, bin begeistert und freue mich auf jeden Fall richtig auf Samstag, denn da ist Race Day.